Die grösste Hürde vor digitaler Transformation ist aus meiner Sicht, alle Projekte von KMUs, aber auch von öffentlicher Hand eigentlich zu streamlinen und wirklich gemeinsam aufs Gleiche drauf einzuschaffen. Es gibt zu viele, wo parallel sehr ähnliche Sachen dran sind. Dann gibt es wiederum Sachen, wo man eigentlich zu gleich ist, aber trotzdem machen muss aus EU-Gründen. Es ist ein extrem spannendes Feld gerade aktuell, um Privatwirtschaft und die öffentliche Hand probieren, gemeinsam zu transformieren. Mein Name ist Gebert Beck. Wir probieren als Projektpartner insbesondere alles, was im Rahmen von Firmengründungen auf einen KMUler, also auf einen von Privatwirtschaft darauf zukommt, mit Web-Apps, mit anderen Tools, mit KI-Chatbots zu lösen. Schlussendlich geht es darum, Sachen automatisieren, digitalisieren, Hemmschwellen wegnehmen, Hürden anzusetzen und einfach schauen, dass die Interaktion von Privatwirtschaft so steht, wenn es um das Lifecycle eigentlich von einer Firma geht, einfach zu vereinfachen. Es sind eigentlich zwei Projekte, die jetzt nahtlos ineinander übergehen. Das eine ist Firmengründung und Beratung und das andere ist die digitale Firmengründung sozusagen. Wenn jemand jetzt eine Firma gründen will, dann kann er auf DigiHub gehen, die Rubrik Firmengründung, dann wird er weitergeleitet, dann kann er dort mit einem KI-Chatbot mal erste Infos abholen, was braucht er für ein Kapital, was macht Sinn, was für einen Zeitraum braucht er so eine Gründung, was hat es für steuerliche Auswirkungen auf ihn oder seinen künftigen Betrieb und so weiter. Dann, wenn man mal Rechtsform und ein paar andere Sachen definiert hat, dann kann er aktuell automatisch, wenn es eine LVC-Rechtsform das geeignete Vehikel ist, kann er es schon online machen, der Prozess. Nachher ist auch schon ein teilautomatisierter Prozess, wo er schon auswählen kann, was für Anbieter gibt es, die eine Webseite generieren könnten. Oder wir unterstützen ihn dabei, wenn es darum geht, jemanden anzustellen. Da gibt es einfach schon Checklisten, was muss ich machen, wenn ich einen Mitarbeiter anstelle, halt lauter so Sachen. Oder wenn er auswählt und sagt, okay, ich hätte gerne ein Büro zum Beispiel in einem Coworking Space, dann sagt er dort eine Liste und dann geht dort schon automatisierte Meldung an den Betreiber von dem Coworking Space raus und so weiter. Das langfristige Ziel ist, dass man eine vollautomatisierte digitale Lösung hat, die nicht nur für einen hiesigen, aber eben auch für einen EU-Bürger, sage ich jetzt einmal, aus dem Ausland, ohne zum in Liechtenstein kommen muss, kann online eine Firmengründung. Also er kann per Videoidentifikation eine Liechtensteiner EID bekommen. Dann kann er mit dieser digitalen EID kann er sich bei uns anmelden oder ob im Staat oder bei egal welchem Prozess das er braucht, dann kann er seine Firma gründen, kann es online beurkunden lassen. Da sind wir gerade in einer Testphase, wie es funktionieren soll. Und danach kann er auch seine ganzen Amtsgeschäfte oder auch Buchhaltungssachen und so weiter, es soll er auch voll digital machen können, ohne zu mir herzukommen. Ich habe gesehen, die wichtigsten Meilensteine sind sicher einmal der erste, die Liechtensteiner EID bei uns zu integrieren. Meines Wissens sind wir die erste privatwirtschaftliche Firma, die uns hergebracht hat. Weitere wichtige Meilensteine sind gesehen, wo wir mal mit der LVC-Rechtsform online schalten können und dann erst gespürt haben, was für ein Interesse vom Ausland ist. Also das sind Gründer gesehen. Keine Ahnung, wie sie auf das gekommen sind. Sie würden das googelt haben. Da ist ein südafrikanischer Trading Card Game Hersteller auf uns zugekommen. Es ist ein neuseeländischer Betreiber von einem Wohnmobilcamp oder so irgendetwas gesehen. Es hat einen litauischen Gründer darunter gehabt, der Tiny Häusle baut, vollautomatisch. Also extremes Interesse rund um den Globus an dieser spannenden Rechtsform und eben vor allem auch, dass sie ermöglicht zum Tokenisieren los. 90% der Firmengründungen sind eigentlich Schema F 0815 standardisierbare Prozesse. Und darum standardisieren wir das Ganze, damit eben, sei es jetzt ein hiesiger oder ein EU-Bürger oder so, irgendein internationaler Bürger, einfach kann automatisch digital mit wenig Kosten etwas Cooles gründen, wo die Steuern nachher wieder im Liechtenstein zahlt, wo alle da etwas davon haben, wo einfach der Innovationsstandort Liechtenstein wieder fördert. Das ist das Ziel im Ganzen. Hauptsächlich finde ich spannend, ist eine häufige Rückmeldung eigentlich, dass es so wenig Zeit braucht. Also nicht nur, dass einmal alle Infos am Ort hast, das ist einmal das Erste, sondern vor allem auch, dass nachher, also wenn Sie jetzt ein LVC in unserem Web schon machen möchten, dass Sie dort, ich sage jetzt in einer halben Stunde, kann Sie alle Infos abdöckeln, dann drückt Sie einen Knopf und dann kann Sie alle Firmengründungsdokumente pfannenfertig über und mit dem kann man nachher zum Handelsregister springen und eintragen lassen. Also Anne hat, glaube ich, geschrieben, es sei länger gegangen, um die Mittelnehmer von seinen Mitgründern herauszufinden, wo für einen Ausweis steht, wie als andere eingeben für das Firmengründungstool.
Das Projekt ist insbesondere wichtig für das digitale Ökosystem, weil ein digitales Ökosystem Liechtenstein, abgesehen von den Privatpersonen, lebt hauptsächlich vom Businessbereich, von der KMUs, von Interaktionen mit der öffentlichen Hand und so weiter. Und einfach die Stärkung wieder, um die Innovationen wieder zu ermöglichen, die Hemmschwelle nachher nicht zur Firmengründung zu machen, aber auch um überhaupt zu wissen, was macht denn die Firma im Stock über mir, oder auch wieder den Netzwerkgedanken von diesen Firmen auch untereinander zu stärken. Oder? Für das braucht es einfach Plattformen, für das braucht es automatisierte Gründungsprozesse, zum Themenschwellen nachher auf Knopfdruck können jemand anstellen oder abbestellen bei den entsprechenden 7 Stellen, wo man das melden darf. Es muss einfach einfacher werden, um wieder coole, sinnvolle, nachhaltige Produkte oder auch Dienstleistungen im Liechtenstein anzubieten und die Hemmschwelle für die Gründung deutlich anzusetzen.